So, servus liebe Leute, jetzt gibt es wieder mal ein neues Video von mir. Warum es so lange gedauert hat, das habe ich euch im Update-Video vor ein paar Tagen erklärt. Im letzten Video habe ich euch gezeigt, wie sich die Unterwasserwelt in Malaysia neu entwickelt. Überall hört man von der Korallenbleiche und vom Korallensterben. Das ist auch richtig so. Doch häufig konnte ich sehen, dass sich neue Korallen bilden. Viel dazu beigetragen hat die Regierung Malaysias, die an manchen Orten Korallen züchten. Wir waren auf einer unbewohnten Insel und haben einen kleinen Ausflug gemacht. Danach haben wir wieder Segel gesetzt und sind zu der wunderschönen Insel Pulau Redang gesegelt. Bevor wir ins neue Video einsteigen, möchte ich nochmal auf mein letztes zurückkommen. Darin habe ich über die Vermüllung an den Stränden geschimpft, denn überall liegen massenweise Plastikflaschen rum. Auf der einsamen Insel haben wir uns einen Cola Rum gegönnt und einige von euch fanden das nicht gut, dass ich über die Vermüllung schimpfe und dann selber aus einer Plastikflasche trinke. Mir geht es aber darum, dass Plastikflaschen nicht arglos weggeschmissen werden. Plastik ist ein guter Werkstoff, den wir alle brauchen, denn jeder hat ein Auto und Kleidung, in dem Plastik verarbeitet ist. Plastik hat positive Eigenschaften für uns Menschen, wir müssen es nur vernünftig recyceln. Ich habe mir eure Kommentare schon zu Herzen genommen und bin dann nochmal an die Strände gefahren, um euch zu zeigen, wie es dort aussieht. Als ich vor 32 Jahren unterwegs war und die ganzen wunderschönen Inseln der Südsee abgeklappert habe, anfänglich natürlich Karibik etc., Venezuela, gab es nirgends an den Stränden Wasserflaschen. Das wurde also von den Konzernen den Leuten eingetrichtert, trinkt kein Wasser, es ist Gift. Es ist also heute so verpönt, einfach Wasser aus der Leitung zu trinken. Und schuld sind nur diese Konzerne. Die haben daran gefeilt, dass wir Leute so ängstlich sind und kein Brunnenwasser mehr trinken. Diese großen Konzerne zahlen Millionen und Milliarden an Staatsoberhäupter, habe ich selbst im Fernsehen gesehen, nur um Flaschenpfand zu vermeiden, bei ihnen das viel Geld kostet. Und alleine Flaschenpfand hier in Asien würde das zu 90% das Problem beseitigen. Man müsste eines machen, und zwar diese Flaschen alle sammeln und dann diesen Konzernen vor die Eingangstore kippen. Vielleicht werden sie dann wach. Jetzt den Saustall gesehen, so schauen einsame Strände aus, wo keine Hotels sind. Und rund um die Welt sieht es so aus. Und diese ganzen Hotelurlauber, die sehen so einen Scheißdreck gar nicht. Und Frau Merkel und die anderen Bundeskanzler und Staatsoberhäupter steigen ja nur in 5- und 7-Sterne-Hotels ab. Die sehen sowas alle nicht. Oder sie wollen es nicht sehen. Moin, Gang ist wieder aktiv, wo ich jetzt dieses Wasser sehe, 10 Meter Wassertiefe und du siehst jeden Fisch beim Kacken da unten, also da juckt's mich. Ich bin ein Mensch, der in der Früh raus und explodieren könnte. So tatenkräftig bin ich jeden Tag in der Früh und jetzt muss ich ins Wasser. Also, ciao.
Ja, hier hat also die malaysische Regierung wieder einmal eine super Tat gemacht, hat dieses große Wrack mit Absicht hier an den Strand gesetzt, damit sich also Korallen neu bilden und die ganzen Fische eine neue Heimat haben. Und was das für ein Erfolg ist, kann man ja in den Bildern hier sehen. Ostern geht bei uns auch nicht spurlos vorbei. Bei uns kommt auch der Osterhase. Bei uns hat sich Bild TV von der Bild-Zeitung gemeldet, ob wir nicht von unserer misslichen Lage einen Ostergruß nach Hause schicken wollen. Oh, rote Riesenameisen. Merk schon. In der Heimat sind viele Medien auf uns aufmerksam geworden, weil wir die Quarantäne im Paradies verbringen mussten. Und deswegen hat es Beiträge nur so geregnet. Hat doch gerade eine große Scheibe gehabt. Eine große Scheibe war gerade da. Jetzt wird noch die Schwanzkurze. Die ist jetzt kurz bei uns, schauen. Weil zwei Beilagsscheiben noch dazwischen liegen muss. Aber gleich Decke jetzt. Kreuzkreuze fix! Sakrament! Arschlöcher, blöde Sau, blöde Drecksei! Verrückte Kruzifixsau! Herrgott, Sakrament! Wenn die noch nicht oben haben vom Kreuzel, noch will die selber noch nicht. Kreuzkruzifix, Sakrament, Sakrament, Sakrament! Das ist auch nicht normal. Kreuz, Sakrament, Kruzifix, 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 Sakrament, Kruzifix, Sakrament. So, Josten. Oder so. Scheißdreck, funkt andauernd, zischt man auch nicht, weil der blöde Inverter reingeschalten ist. Meine Fresse. Ja. Wenn es einen Herrgott gibt, den hat es halt von seinem Thron runtergehauen. Also habe ich ihn verflucht. Und das Ostern. Himmelarsch und Zwirn. Alles fuchst und ficklich, schraumt, spurlos verschwunden, obwohl ich es vorher hingelegt habe. Meine Fresse, meine Fresse, meine Fresse. Alles läuft halt schief, alles. Aber Gott sei Dank habe ich einen Manager, der hat mir jetzt eine Zigarette verpasst und einen Schnaps. Das kann mich vielleicht wieder auf Betriebstemperatur bringen. Weil momentan koche ich. Aber wirklich. Was ist da passiert? Ja, was immer mit der Salzluft passiert. Salzluft macht alles kaputt. Ne? Wie ausgelaufen. Ist jetzt nicht alt, ein Jahr. Oh! Schon leer. Schon leer. Ja. Der Leck ist doch am Arsch. Oh, leck. Jetzt wird's aber eng. Ja, so geht's so.
Da hat mir der Herrgott auf meine Flüge gleich die richtige Antwort geschickt. Wenn da einmal das Bier ausläuft, Ja klar, dann. frisst das andere auch durch. Ja, Wahnsinn. Ja, ganz klar. Abends war mein Gemüt wieder sehr versöhnlich, deswegen haben wir uns was ganz Leckeres gekocht. Ja, heute haben wir uns ganz was Besonderes einfallen lassen. Tintenfisch mit schönen Shrimps, schöne Gemüse und eine leckere Nachspeise. Oh, schaut aus wie rote Ranne, ist aber ganz was anderes. Und lasse es damit schön anbraten. Ah, hungert mich schon. Es sieht lecker aus und ich habe es getestet. Es schmeckt auch lecker. So, einen guten. Guten. Ja, also wir fahren jetzt nach Redang zu der Pier und werden also in eine Mooring gehen und dann Infos einholen, weil wir haben kein Brot mehr und ja, so einige Lebensmittel fehlen uns auch. Und müssen also jetzt schauen, was geht an. Dürfen wir nach Perenzian oder dürfen wir nicht? Oder sind wir isoliert hier? Und die erfragen wir jetzt bei den einheimischen Leuten, die wissen also mehr Infos als wie Google oder sonst wer. Wenn die erste Mooring eine gute Leine hat, gehen wir gleich ohne da. Ach so, da ist Militär. Meiner Firma, dass wir nicht an Land dürfen. Okay. Dann geht's nur zwei Möglichkeiten. Ja, sieht schlimmer aus, wie wir gemeint haben. Wir haben gedacht, wir können jetzt hier in Redang einkaufen, aber leider Gottes, Polizei hat abgewunken, wir dürfen nicht mal anlanden mit dem Dingi. Also es ist also schlimmer, wie wir gemeint haben. Und das, was am Anfang so richtig easy ausgeschaut hat, das war wahrscheinlich illegal. Wir sind also in Terengganu einfach in den Supermarkt gestürmt, haben voll gebunkert, sind gleich wieder abgehauen und keiner hat es gemerkt. Und das werden wir wahrscheinlich jetzt wieder so vollziehen, weil wir brauchen was zum Essen. Die geben uns nirgends was. Wir haben zwar Grundnahrungsmittel, bis auf Brot haben wir alles, aber das reicht uns nicht. Vor allen Dingen haben wir kein Bier und das Wichtigste, Brot. Also werden wir zurück müssen nach Terengganu. Und vor allen Dingen brauchen wir Eier. Eier. Haben zwar keine Frauen, aber trotzdem brauchen wir Eier. So, das war's also vom heutigen Video. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. In meinem nächsten Video zeige ich euch, wie meine große Liebe zu den Schildkröten sich noch weiterentwickelt hat.
Die malaysische Regierung macht sehr viel für den Schildkrötenschutz. Aber trotzdem sieht man immer wieder Fischer, die die fischgelegten Eier am Morgen ausgraben und am Markt verkaufen. Und da habe ich mich eingeklinkt und habe also zum Schutz dieser lieben Meeresbewohner beigetragen. Indem, dass ich jeden Morgen, bevor die Fischer kamen, zum Strand eilte und vor ihnen die Eier ausgegraben habe und woanders wieder eingebuddelt habe. Wie es geht. Der eine wichst im Sitzen, hey, der andere wichst im Stehen. Wir wichsen bis wir hier sind, macht nix, ist ja schön. Aber sie onanieren geistig und davon Ich tue so onanieren. Ja, sie onanieren geistig und davon wird man blöd.